Guten Morgen, liebe Freunde, hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und heißt auch mein Spezialgast. Herzlich willkommen, Dana Rolle. Vielen Dank, dass du mir damit wo bist. Wo bin ich denn? Ach, irgendwann kriegen wir das auf jeden Fall nochmal hin, Leute. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Tage jetzt gehabt über das Wochenende und jetzt vielleicht noch gestern und übermorgen. Auf jeden Fall sind wir hier mit einem neuen Release gerade von Super Junior. Von denen haben wir schon mal was gemacht. Ja, ich weiß, ich habe auch gerade überlegt, welcher Titel das war, aber ich weiß es nicht mehr. Wie hieß der? Weil wir mittlerweile über 500 Videos auf diesem Kanal haben. Feature? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Aber war ganz gut. Ja, so, heute mit I Think I. Ja. Überlegst du gerade, ob das New York ist? Nee, ich bin irritiert wegen der Zahl, weil da ist 14th Street. Das ist sehr New York inspiriert, aber das ist nicht New York, die Schilder von den New Yorker Subway. Ich wundere mich nur gerade, warum hinter der 14 ST steht. 14th. Okay. 14th. Aber wahrscheinlich wegen Street. Ja, keine Ahnung. Ja. Komisch. Ja, es soll wahrscheinlich... Das ist ein Set einfach, oder? Ja. Cooles Sakko. Geil. Yeah, let's go. Ready for it. Come on, girl. 새빨간 lips, 투명한 your skin. 낯선 듯 익숙한 너의 향기. 이런 끌림, 심장이 울림. 너와 나 사이를 no. 선명해진 꿈, 이 느낌을 내밀어 잡을게 완벽한 move. 넌 황홀한 춤, 내 지배하는 넌 날 위해 쓰여진 노래 같아. I think I need a girl. I think I need a girl. I think I need a girl. Ich glaube, wir brauchen Girl. Oh, show me dance. 지금 이 리듬에 다 맡기지. 천천히 나를 흔들어. We can dance, we can dance, we can dance, we can dance. 이 밤에 취해. Was ist das für ein Piano-Sound? Ja. Das ist wie diese... was ist das? Dieses Jahrmarktmäßige? Weißt du, was ich meine? Ja. Was... Wie erkläre ich das? Du weißt doch, was ich meine, oder? Das ist aber eine Gitarre. Hä? Ja. Also hier haben wir dann viele Bläser drin in der Hook und so weiter. Also die ganze Brass-Section. Jetzt erinnere ich, war Super Junior nicht die Gruppe, die so ein bisschen zusammengewürfelt war aus noch alten Membern, die irgendwo in anderen Gruppen mal waren oder irgendwas? Nee. Nicht? Okay. Das waren die so ein ich glaube, wir hatten so einen sommerlichen Song, aber das Set und das Video war so winterlich. Leslie oder sowas. Ja, es ist tatsächlich eine E-Gitarre, glaube ich, mit Effekten drauf. Gerade auch Reverb und so weiter, aber es ist, glaube ich, tatsächlich eine E-Gitarre. Das ist kein Tasteninstrument. Aber der hat es doch vorhin so angespielt. Ja. Hier ist es ein Klavier. Aber das ist auch so wie dieser Jahrmarkt-Sound. Aber ja, das könnte wirklich einfach ein Plugin gewesen sein, also aus dem Rechner. Und dann eben sich so Sounddesignt, dass es genauso klingt. Also es klingt auch nicht genauso wie das, was du meinst, was ich meine, was du meinst. Aber es geht in die Richtung. Aber es soll eben genau diesen Bossa Nova Charakter haben, auch mit diesem was auch immer das sein soll. Es soll eigentlich, würde man hier wahrscheinlich einen Woodblock benutzen, also ein Holzblock. Das, was die hier aber genommen haben, ist irgendwas anderes. Es klingt eher so, als ob man mit einem Schlagstock, mit einem Drumstick auf einen Schlagstock. Ja, mit dem Drumstick. Ja, das ist halt, weil ich dann die ganze Zeit versuche, die Wörter auf Deutsch zu finden, weil ich sie aber nie auf Deutsch benutze normalerweise. Mit dem Drumstick auf den Pappbecher hauen, so klingt das. Für mich.
nur dass der Anschlag sehr präzise ist, sehr sauber ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass es was Digitales ist oder die haben es eben nochmal gut nachbearbeitet. So, aber hier hinten klingt das wie eine E-Gitarre. War das hier? Ne, wo waren wir denn? Ah, ja, hier. Ja, hier klingt es ganz, ganz klar wie eine E-Gitarre, finde ich. Yeah. 더 밀착되는 스텝 아찔한 이 기분 긴장의 끈을 더 세게 조여와 뜨거운 모든 걸 품에 껴안은 채 같은 춤을 춰 I think I need a girl I think I need a girl I think I need a girl like you Oh, show me dance 지금 이 리듬에 다 맡긴 채 천천히 나를 흔들어 We can dance, we can dance, we can dance, we can dance 이 밤에 취해 Was stört dich? Ich finde es gerade einfach cute. Ja, so von der Komposition her und so weiter schon, aber ich weiß nicht, irgendwie klingt das so zugeballert in der Hook. Also irgendwie ist mir zu viel, aber nicht, eigentlich sind gar nicht so viele Instrumente drin, so gesehen. Also es geht, aber irgendwie ist es so, es klingt so super dicht einfach. Das stimmt, ja. Ja, und das dadurch, kann ich nachvollziehen. dadurch irgendwie sehr anstrengend. Was ich ein bisschen schade finde, weil vorher im Verse, in den Strophen geht's eigentlich, da ist es noch gut, aber im Refrain, da finde ich das irgendwie zu viel. Ja, und die eine Trompete spielt dann auch genau die Gesangsmelodie mit auf dem linken Ohr. Ja, die nimmt man auch nicht so richtig dynamisch wahr, finde ich, was ich auch so ein bisschen schade finde. Das war weird. Warum? So voll awkward. Das ist viel Wer zu. ist das? Nee, Aber ich der meine, ganze wer ist Shot, das? Woher kommt der? Ja. der ist doch auch in der Gruppe. Ach so. Ja. Der ganze Shot meine ich, der ist einfach viel zu lang. Der ist viel zu lang irgendwie. Ne? So, hä? Dann hast du so voll lange eigentlich diesen leeren Set. Okay, dann haben sie bei ihm jetzt so einen Radioeffekt auf die Stimme gemacht. Macht ja natürlich ein bisschen schwer verständlich dann hier. Und sehr leise. Sehr leise noch zusätzlich, ja. Also diesen Radioeffekt erzeugt man vor allen Dingen immer durch einen Equalizer, wenn man da die Höhen und Tiefen rauszieht, mitten anhebt. Oder es gibt natürlich auch Plugins, die das irgendwie speziell dann machen, aber meistens ist das nicht mehr. Sehr leise. Schöne Stimme. Das war jetzt ein schöner Part, weil hier die zweite Stimme eine schöne Harmonie ist, im Falsetto gesungen, die Oktave weit oben und dann noch dieser schöne Adlib auch im Falsetto. Ne, hört man schön weit rechts und links außen, dass da jeweils nochmal eine Kopfstimme gesungen wurde. Sehr, sehr schön. Auch eine sehr klare, sanfte Stimme. Er hat eine sehr schöne Stimme. Und der Adlib hier durch so ein was steht denn da eigentlich? Ich will es schon die ganze Zeit lesen. The Uptown Platform. Ja, ja auf diesem Adlib, diesen so ein bisschen Distortion draufgesetzt. Sehr cool.
ein bisschen der Face-Filter ein bisschen zu sehr hier hinten eingewirkt. Also der ist ja hier schon drauf. Man nimmt die Reflexion vor allen Dingen auch auf der Nase weg, ja. Die wir hier zum Beispiel bei ihm und bei ihm ganz gut sehen, bei ihm auch. Stimmt. Aber die verschwindet dann einmal ganz kurz. Hier ist es dann schon zu stark. Ja. Und dann ist es kurz weg für 2-3 Frames. Und dann sieht aber voll weird, weil eigentlich sieht es gut aus. Also es sieht viel besser aus, weil so, wenn die rausgehen, hat er zwischendurch irgendwie gefühlt fast keine Nase mehr. Genau, ja, weil es zu stark dann wird. Ja, und bei den anderen ist es gar nicht. Genau, ja. Deswegen sticht es bei ihm noch mehr raus. Ja, vielleicht haben sie es gemacht, weil als sie sehr nah dran waren, hat man vielleicht einfach ein bisschen zu viel gesehen, sage ich mal, Unebenheiten. Einfach echte Haut. Echte Haut einfach, echte Haut, Poren. Weil hier sieht es dann total, als ob er gar keine Nase mehr hätte und dann im nächsten Frame ist sie plötzlich da. Achtung, und jetzt. Oh. Da, jetzt noch mehr. Naja. Aber das ist noch so ein tiefer gepitchte Stimme hier. Da haben die extra so ein Set aufgebaut, nicht schlecht. Ja, also von lateinamerikanischer Musik auf jeden Fall inspirieren lassen. Die Jungs, oder Männer besser gesagt, die sind ja alle schon ein bisschen erwachsener. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht immer. Wie gesagt, im Refrain fand ich es ein bisschen zu... Voll, viel. Ja, aber das ist eher ein soundtechnisches Ding. Das liegt weder an den Skills der Jungs noch an der Produktion, also an der Musikkomposition selbst. Das ist im Engineering dann wieder passiert. Ja, aber es ist auch wieder so eine Geschmackssache. Klingt dann vielleicht, weiß ich nicht, an der großen Anlage nicht mehr ganz so schlimm. Mich hat es jetzt nicht so sehr gestört, aber ich weiß ganz genau, was du gemeint hast. Und als ich dann wirklich drauf geachtet habe und hingehört habe, konnte ich es komplett nachvollziehen. Aber so hätte ich jetzt nichts gesagt dazu. Wäre es mir persönlich jetzt nicht so direkt aufgefallen. Ja, na gut. Dann schreibt ihr gerne in die Kommentare, was ihr von dem Song haltet und wie ihr den Refrain empfunden habt. Vor allem das erste Mal. Das würde mich auch interessieren. Und jetzt nicht. Und vielleicht, nachdem ich es gesagt habe. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ansonsten hoffe ich, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei, denn sie hat auch einen YouTube-Kanal und Instagram und sonstiges. Und die letzten Tage, wer uns da nicht auf Instagram gefolgt hat, die letzten 2 Wochen, hat einiges verpasst, denn da waren wir so viel unterwegs. Ich zum Beispiel war beim Thomann, dem zweitgrößten Retailer in Musikinstrumenten und sonst irgendwas vor 2 Wochen in einem super kleinen Kaff, aber ein riesen Vertrieb einfach, unglaublich. Dann waren wir bei Netflix Skylines, eine neue Serie. In Frankfurt eine Release-Party. Dann waren wir beim Lochmanns-Konzert in der Westfalenhalle in Dortmund. Klingt voll lustig, Lochmanns-Konzert. Ja, Lochis. Bei den Lochis-Konzert. Abschlusskonzert von den Lochis. Keine Ahnung, war noch einiges. Ich hab's schon wieder vergessen. Es waren noch mehr, aber ich hab's vergessen. Die Tage war hier Full House im Studio. Da waren auch einige Leute hier. Katja Krasavice war wieder mal da. Denergy war da. Leroy war da. Keine Ahnung. Es ist so viel los die letzten Tage. Alles wird immer auf Instagram festgehalten. Wer das nicht verpassen möchte, folgt da auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.